Guten Abend und herzlich willkommen im Tanzhaus. Mein Name ist Katja Löpfe, ich bin die künstlerische Leitung dieses Hauses und ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Moving Towards Zero Nummer 6. Es ist so, dass wir Moving Towards Zero, das heißt, es waren schon Nummer 8 und 7 zugange, deswegen sind wir jetzt bei 6 und so weiter bis im Juni. Das ist eine Diskursreihe, die sich um die soziale und ökologische Nachhaltigkeit kümmert und die dann im Juni vom 26. bis 28. hier im Tanzhaus in einem großen Event endet. Bitte schreiben Sie sich das schon in die Agenda, das wird toll. Ich freue mich sehr, heute Abend bei mir begrüßen zu dürfen Oda Müller, Vorstandspräsidentin der Klimaseniorinnen, und Charlotte Mathiesen, Choreografin, Tänzerin und Dramaturgin, auch hier am Haus. Diese Veranstaltung wäre nicht möglich ohne geldgebende Menschen und Institutionen, Stadt Zürich Kultur, die Fachstelle Kultur Kanton Zürich /Swisslos, Göner Stiftung und Pro Helvetia. Herzlichen Dank dafür. Und dann würde ich sagen, wir übergeben und ihr stellt euch gleich noch selber vor. Viel Vergnügen! Danke, Katja, und guten Abend jetzt auch noch von mir. Ich werde jetzt zuerst ein bisschen reden, um euch so ein bisschen in den Abend einzuführen, und danach gebe ich dir oder dann das Wort und wirst du ganz viel erzählen von dir und von den Klimaseniorinnen. Der heutige Abend ist strukturiert in 3 Teilen. Wir werden erstmal ein bisschen ankommen und uns vorstellen und auch ein paar so Beispiele zeigen von Odas Arbeit mit den Klimaseniorinnen. Und danach haben wir ein Gespräch zusammen über einige Themen, die wir gemeinsam ausgesucht haben, die uns interessieren in der Verschränkung von Aktivismus und Kunst. Und dann zum Schluss werden wir den Raum öffnen und freuen uns sehr über eure Fragen, aber auch über eure Ideen und konkreten Aktionen, die ihr umsetzen möchtet. Um jetzt anzukommen hier, habe ich etwas vorbereitet, und zwar würde ich gerne einen ganz kurzen Bewegungsmoment mit euch machen, weil ich bin Choreografin und Tänzerin und deswegen macht das für mich Sinn. Ihr könnt das einfach auf dem Platz machen, wo ihr sitzt, und ihr könnt es mitmachen oder ihr könnt auch sagen, nein, das interessiert mich nicht, und dann müsst ihr einfach jetzt kurz 4 Minuten sitzen und ein bisschen ins Nichts gucken. Okay? Für die, die das gerne machen wollt, ihr könnt einfach mal euch eure Position auf dem Stuhl fühlen. Ihr könntet sie auch so lassen, wie sie ist, aber meistens, sobald man sie spürt, muss man sie auch schon ändern. Und erstmal die Unterlage, und überall, wo euer Körper auf eine andere Unterlage trifft, erstmal spüren. Genau, und dann auch spüren die Füße, die vielleicht am Boden ankommen, und wo ist der Rücken. Und dann könnt ihr einmal durchatmen, ganz tief. Und dann lade ich euch ein, ganz tief in den Stuhl zu sinken, wie ein Teig. Also so richtig so schlapp, teigig. Und ihr könnt euch auch ein bisschen noch mehr ausbreiten, wenn ihr das braucht. Genau, vielleicht berührt ihr halt dann eure Sitznachbarin ein bisschen. Tut mir leid, ich hoffe, es ist okay. Und dann mal kurz hier so ankommen in der schlappsten Form, die ihr für heute hinkriegt. Ich muss es noch ein bisschen mehr, genau. Okay, und das ist entspannt, aber es ist auch nicht so, ja, es ist auch schlapp. So. Und das einmal kurz so hier zu spüren. Nice. Und dann bringt euch langsam wieder zurück zu dieser ersten Position, in der ihr wart. Entspannt, bequem, aber so aufgerichtet. Und jetzt würde ich einmal so 3-mal hin und her gehen. Das heißt, wir machen so schlapp,
und dann wieder aufgerichtet. Einfach 3-mal, wir machen es alle zusammen. Und los, schlapp. Und aufgerichtet. Und dann nochmal schlapp. Und aufgerichtet. Das klingt auch ganz gut. Und ein letztes Mal schlapp. Und aufgerichtet. Super. Und dann würden wir noch eine andere Qualität einmal kurz anschauen. Und zwar ist das so, ich bin bereit. Ich stehe fast auf. Also ihr dürft auch aufstehen, wenn es euch besser gelingt. Aber ihr könnt es ein paar Mal ausprobieren. Das ist so, wie so, hey, ja? Hey, ja. Okay, ja, genau. Super. Gut. Und dann würden wir jetzt noch einmal so, um so richtig warm zu werden, würden wir jetzt so machen, schlapp, aufgerichtet, wow, und schlapp, ja, und zurück und dann schlapp und dann, ja. Okay. Also das heißt, wir machen schlapp, wir machen aufgerichtet, wir machen bereit, aufgerichtet, schlapp, ja, also aufgerichtet ist wie so das Zwischending, okay? Machen wir das auch so 3-mal, okay, und los. Schlapp, und aufgerichtet, ja. Und schlapp, aufgerichtet, und schlapp, und dann nochmal schlapp, aufgerichtet und bereit. Yes, okay, cool. Und dann, um das abzuschließen, sucht mal in euch drin so eine Mischung von den 3 Dingen. Also so irgendwie so schlapp, aber auch aufgerichtet, aber auch bereit. So, genau, oder vielleicht sind die Beine sind bereit und der Kopf ist schlapp und der Körper ist aufgerichtet. Oh, das ist gar nicht so einfach, genau. Ja, voll. Und ja, das könnt ihr gerne jetzt während den noch 1 Stunde und Viertel immer mal wieder dran denken. Super. Vielen Dank fürs Mitmachen. Das nächste wird euch auch noch mal so ein bisschen fragen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir herausfinden, wer heute hier ist. Und wir machen eine Wortwolke. Das habt ihr vielleicht auch schon mal gemacht. Und das ist so ein Digital Approach, weil ich wollte gerne, dass ihr das nicht so euren Namen so laut raussagen müsst, sondern dass ihr es einfach, wenn ihr wollt, schreiben könnt. Dafür, um das zu machen, könnt ihr mit dem Handy diesen QR-Code scannen oder den URL, der da drunter steht, einmal eingeben in eurem Browser oder wenn du willst, kannst du auch das machen. Und ihr könnt dann einzelne Worte eingeben, zum Beispiel euren Namen. Ich dachte, was auch noch spannend ist, ist eure Tätigkeit, künstlerisch oder aktivistisch, und Themen, die euch besonders bewegen zur Klimakrise. Und ihr könnt bis zu 10 Worte eingeben. Dann mache ich jetzt mal den Wechsel. Keine Angst, falls ihr noch nicht das gescannt habt, das erscheint gleich wieder. Hat irgendwer noch nicht den Code gescannt, der das gerne möchte? Ja, super. Genau, meine Antworten stehen schon da als Beispiel. Genau, am Schluss müsst ihr auf Abschicken klicken und dann sollte das ankommen. Ist noch eine andere Person vom feministischen Streik da? Weil Worte, die mehrmals genannt werden, die kommen dann ein bisschen größer. Okay, und dann würde ich schon mal weiterreden und mich noch ganz kurz vorstellen. Und dann habe ich genug geredet und kann oder noch übernehmen. Ich lasse das mal noch kurz hier so hinter uns. Mein Name ist Charlotte Matthiesen, und ich bin Performerin, Choreografin und Dramaturgin, wie man das schon da auch unter anderem lesen kann.
Ich bin aktiv im feministischen Streik und bin da vor allem am Arbeiten an der überregionalen Vernetzung mit anderen Kollektiven in der Schweiz. Es gibt in sehr vielen Städten und Kantonen andere Kollektive. Mich interessiert in meiner künstlerischen und in meiner aktivistischen Arbeit die politischen Dimensionen davon, realpolitisch, aber auch sozialpolitisch. Und mich bewegt, dass wir irgendwie alle zusammen was verändern wollen und es sehr schwierig ist, das zu machen. Und versuche das auf allen Ebenen immer wieder trotzdem zu machen, zusammen mit anderen Leuten. Und ich freue mich sehr, heute mit Oda zu sprechen. Und bist du bereit, dich ein bisschen vorzustellen, den Menschen hier? Hallo, ich sehe euch fast nicht, aber das gehört dazu. Ich bin Oda Müller, ich bin im Vorstand von den Klimaseniorinnen, also nicht Präsidentin, ich bin Vorstandsmitglied seit der Vereinsgründung im 2016. Ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind, sage ich jetzt zum ersten Mal. Ich wusste seit den 70er Jahren, dass mit dem Klima, dass es nicht rund läuft, aber ich habe mein Verhalten nicht geändert. Ich bin weiter geflogen, ich hatte ein Auto, ich hatte aber ein schlechtes Gewissen, das immer mehr angestiegen ist. Und dann gab es den Moment, wo ich im Tagesanzeiger eine kleine redaktionelle Notiz gelesen habe, dass in Bern ein Verein gegründet wird von älteren Frauen, die gegen den Staat klagen, dass er zu wenig fürs Klima macht. Das war für mich die Initialzündung. Und ich bin nach Bern gereist und ich habe auch Leute gekannt, die dort waren. Das war sehr schön und seit dem Moment kann ich mich auch Aktivistin nennen. Ich habe etwas gemacht, ich fliege nicht mehr, ich habe kein Auto mehr und ich bin recht aktiv, kann man sagen. Privat bin ich geschieden, ich habe 2 Kinder, natürlich schon lange erwachsen und 2 erwachsene Enkelsöhne. Vielleicht magst du noch ein bisschen mehr erzählen über die Klimaseniorinnen, also was ihr gemacht habt, genau seit du da dabei bist. Okay, jetzt habe ich ja vor allem über mich erzählt. Also, wir haben dort an der Gründungsversammlung beschlossen, dass wir eine Klage einreichen, also genau genommen eine Beschwerde, beim UVEC, beim Bundesamt für Verkehr und Umwelt. Das war damals Doris Leuthard. Und wir haben nach 6 Monaten den Bescheid bekommen, dass wir nicht legitimiert wären. Wir wollten ja das CO2 auf der ganzen Welt mindern und nicht nur in der Schweiz. Also eine seltsame Begründung. Wir gingen dann ans Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen. Die haben sich lange Zeit gelassen mit dem Entscheid und der fiel dann so aus, dass sie sagten, da könnte ja jeder kommen. Auch der Wintertourismus ist betroffen und die Forstwirtschaft. Also sie haben uns mit materiellen Dingen gleichgestellt. Wir haben beschlossen, wir gehen ans Bundesgericht und auch die haben sich lange Zeit gelassen, um dann die Beschwerde abzuweisen mit der Begründung, also unter anderem, dass es ja noch Zeit hätte, es sei ja noch nicht zu heiß, hätte noch nicht 1,5 Grad. Unglaublich. Ich würde vielleicht noch kurz hinzufügen, dass warum ihr als Seniorinnen diese Klage, also worauf das, genau, oder worauf die Klage überhaupt basiert, das fände ich noch spannend. Und dann den weiteren Weg natürlich. Also das ist natürlich eine Frage, die uns sehr oft gestellt wird. Warum seid ihr denn nur Frauen? Und die Männer haben sich beklagt, dass sie da nicht teilnehmen können. Das hängt mit der speziellen schweizerischen Rechtsprechung zusammen. Man muss persönlich betroffen sein, dass man klagen kann. Und da haben sich die Juristin und der Klimaexperte Georg Klingler von Greenpeace haben sich überlegt, wer ist denn in der Schweiz stark betroffen, dass er klagen könnte. Und es sind kleine Kinder, aber die können ja noch nicht klagen.
Aber ältere Frauen, es gibt Untersuchungen, dass ältere Frauen in den heißen Sommern schneller sterben, also die Mortalitätsrate ist sehr viel höher als bei den Männern. Das hat auch das BAFU festgestellt. Und das war also der Grund. Die Beschwerde ging so, dass wir mehr Schutz brauchen, dass der Staat mehr machen muss, dass das Klima nicht so hoch steigt. Also ich habe nicht die juristischen Worte, aber die kann man auf jeden Fall auf unserer Webseite nachlesen. Das sind alle Schriften, also ist klimaseniorinnen.ch und unter Dokumente vom Anfang an, alle Rechtsschriften sind drin und die Urteile, also wenn man die genau nachlesen möchte. Das heißt, das Bundesgericht hat dann ältere Frauen gleichgestellt mit Wintertourismus. Das wie nochmal so als, auch finde ich noch wichtig, dass einfach klar ist, was das für ein Vergleich ist. Auch. Magst du erzählen, wie es dann weiterging, nachdem das Bundesgericht das abgelehnt hat? Weil wir ja ein Verein sind, mussten wir jedes Mal eine Generalversammlung machen und die Mitglieder fragen, ob sie einverstanden sind, dass wir an die nächste Instanz gehen. Und das war eine großartige Zustimmung, dass wir nach Straßburg gehen, an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das war im November 2020. Die erste Hürde ist ja, ob man dort angenommen wird oder nicht, weil die haben so viele Eingänge. Und das war der erste Höhepunkt, ja, wir wurden angenommen und 3 Monate später der zweite, wir kommen vor die große Kammer, vor 17 Richter und Richterinnen. Und der dritte Punkt, der uns sehr gefreut hat, die Klage wird prioritär behandelt. Das bedeutet, dass sie wichtig ist, dass sie Bedeutung hat. Dann im Jahr darauf, nein, das war im 23, war die Anhörung, so heißt es dort, das ist die Verhandlung. Das sind also die Vertreter von der Schweiz und unsere Vertreter mussten vor dem großen Gericht darlegen, warum sie die Klage abweisen und warum sie die Klage befürworten. Später war dann die Urteilsverkündung 2024. Man sieht nachher einen kurzen Trailer von unserem Film und da seht ihr den Gerichtssaal und ihr seht die Präsidentin und ihr seht ungefähr die Stimmung. Ganz einen Moment lang ist halt nur ein Trailer. Das war unbeschreiblich, der Moment, wo wir begriffen haben, wir haben gewonnen, weil alle haben uns vorher gesagt, ihr werdet ein bisschen Recht bekommen, aber nicht alles. Also haltet euch zurück. Und dann der Artikel 8, das ist der Artikel, wo Familie und Privates betrifft und da ist die Gesundheit inbegriffen und es ging ja um unsere Gesundheit. Und dann haben wir noch Artikel 6, das ist, dass wir in der Schweiz, also in unserem Land, kein rechtliches Gehör gefunden haben. Die Gerichte haben uns ja alle abgewiesen. Genau, also ihr habt auf 2 Artikel, hat die Schweiz eigentlich die Menschenrechte verletzt. Und das habt ihr gewonnen. Soll ich den Trailer einmal abspielen von Trochot? Ja? Also ich spiele euch den Trailer, der Film ist auch noch zu sehen. Du wirst nachher noch sagen, wo, oder? Ja, also der Film läuft in der Reihe von Film for Futures und er ist das Schlussbouquet nächsten Sonntag, also heute haben wir Donnerstag, um 4:30 im Kapitol in Zürich und er bekommt einen Preis. Das ist ganz toll. Okay. Madam President, members of the court. Le réchauffement climatique est un phénomène global qui constitue l'un des plus grands défis de notre temps. The world has never seen a threat to human rights of the scope presented by climate change. La Cour. Nous sommes devant la Cour européenne des droits de l'homme. Nous allons à la Grande Chambre. La Cour, no? E allora entrano questi, sembrano dei pinguini. Please be seated. I declare open the public hearing on the admissibility and merits of Verein Klimaseniorinnen against Switzerland. La nostra nazione fa poco o niente per poter migliorare la situazione. Quand il fait chaud, à partir de 30-31 degrés, je ne peux plus sortir du tout.
Ich nehme es als sehr bedrohlich wahr, in diesen heißen Sommer. Klimaseniorinnen kommen jetzt in die Schweiz, jetzt geht's los. Jetzt wird auf Windjackenenergie gesetzt und das Kälber-Ozonloch zugetötet. Das ist unser Ziel, dass die Schweiz endlich verpflichtet wird, Klimapolitik zu verbessern und voranzutreiben, schleunigst. La justice peut-elle apporter une solution à cet immense défi? We'll miss a brief and rapidly closing window of opportunity. La formule magique n'existe pas. Wir sind die Generation, die ganz viel zum Klimawandel beigetragen hat. On prend nos responsabilités, on continue à les prendre, puisque voilà, nous sommes âgés et nous continuons à être militantes. On va gagner, c'est sûr. Je me dis, voilà, ils vont avoir un petit tapage de doigts. Das habe ich schon erlebt, negative Feedbacks. Mein Lieblingsmail war, euch hätte man früher auf den Scheiterhaufen gebracht. Weil das ist das grösste Kompliment. Magst du noch kurz ein bisschen was sagen dazu, wie viele ihr seid? Das ist mir jetzt gerade noch aufgefallen, weil ich merke, Leute sprechen Französisch. Es ist, glaube ich, in der ganzen Schweiz. Wie viele Leute sind denn Klimaseniorinnen? Also bei der Gründungsversammlung waren wir 150 und inzwischen sind wir 3300. Wow. Plus Unterstützer, das muss ich noch sagen, Männer können Unterstützer werden und jüngere Frauen, also unter 64, können Unterstützerinnen werden. Und wir haben keine Mitgliederbeiträge. Und das haben wir 1800, also wir sind über 5000. Genau, also werdet UnterstützerInnen. Ich bin es auch inzwischen. Bevor wir jetzt so richtig ins Gespräch einsteigen, haben wir uns noch gefragt, was interessiert uns eigentlich an diesem Gespräch? Und ich merke es, also ich habe es in der Vorbereitung mit dir zusammen gemerkt und auch jetzt wieder, wenn ich diesen Trailer sehe, dass es mich berührt. Ich habe nicht so viel Austausch mit Menschen in deinem Alter und schon gar nicht über politische Themen. Und ich merke, dass es in mir nochmal eine andere Perspektive öffnet und ich auch das Gefühl habe, wir können trotzdem zusammenarbeiten und zusammen kämpfen. Und es bringt mich näher zu, und ich denke, dass das sehr viel bedeuten würde, wenn wir das öfter machen würden in Bewegungen, dass wir mehr gemeinsam machen, auch wenn wir denken, dass uns vieles irgendwie trennt oder so. Und das merke ich so, deswegen möchte ich gerne mit dir sprechen. Ja. Ich erinnere mich, als die Anfrage an mich gekommen ist, ob ich hier über Kunst und Klima sprechen möchte, da bin ich zuerst erschrocken. Das kann ich doch gar nicht. Ich bin im Klima aktiv, aber Kunst, ich tanze und ich habe Bildhauer, aber ja, und jetzt bin ich da und mir kommt ganz viel in den Sinn zu Kunst und Klima. Als erstes möchte ich auf das Buch hinweisen über die Klimaseniorinnen. Das ist eigentlich ein Dokument, aber es ist auch sehr künstlerisch gemacht. Dann gibt es den Film, wo ihr den Trailer gesehen habt. Alle kommen aus dem Film und sagen, wir haben erwartet, dass wir niedergeschlagen herauskommen, und da kommen sie aufgestellt und kommen so hoffnungsvoll aus dem Film. Also ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Das Buch heißt Als die Schweiz ins Schwitzen kam. Okay. Und dann gibt es ja noch das Französische von Servan Persan, Le long combat des aînés contre le climat. Fridays for Future, dass ich nicht mehr fliege. Und das sind jetzt schon viele Jahre, dass ich nicht mehr fliege. Bei uns im Vorstand haben wir keine Zeit zum über Befindlichkeiten. Eigentlich groß austauschen. Mir geht es schlecht und so. Sondern kommen Sie mir zusammen, ist so eine gute Tragfähigkeit da. Das ist eben schon gut. Es hat ja gipfelt in dem positiven Urteil vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Dort sind wir auf Wolke 7 gewesen. Das war extrem schön, wie wir dann heimgereist sind. Und dann natürlich die Ernüchterung von einer Regierung, die gefunden hat, ja, das Urteil nicht immer gar nicht akzeptiert. Das ist fast nicht zum Nachvollziehen, dass die so denken können.
Es ist bei uns kein Moment die Frage auftaucht, jetzt hören wir auf. Also jetzt erst recht, klar, und dann, wir haben gute Juristin, wir haben Greenpeace im Rücken, wo uns stützt und Geld gibt für Anwaltskosten. Jetzt machen wir weiter und das ist auch von der Cordelia gekommen, also von der Anwältin. Nein, das kann man nicht so lassen, da müssen wir etwas tun. Und wir sind immer noch dran. Genau, das ist eigentlich die 9 Jahre Vorstandserfahrung, die du hast mit den Klimaseniorinnen. Und dieses Interview ist wie nochmal so einfach, um auch die Vorstandsarbeit und den Zusammenhalt zu zeigen. Wir haben auch 2 Stücke zusammen gesehen. Und zwar haben wir die Domestication von Daniel Hellmann und Rafa B. Queer geschaut zusammen und Making a Sullen Roar as the Wind Does vom Kollektiv Dance Me to the End mit der Choreografie von Fabrice Maslia. Und du hast mir auch noch einen Podcast empfohlen von Zimmer 42. Wie bleiben wir hoffnungsvoll und engagiert? Maya Göppel. Und all diese Dinge zusammen haben dieses Gespräch auch gefüttert und unsere Gedanken angeregt dazu. Jetzt würde ich so in unser erstes Themenfeld Kunst und Aktivismus einsteigen. Was treibt uns an im Aktivismus? Der starke Glauben daran, dass wir etwas verändern können. Also es ist ja nicht nur der Glaube, sondern es ist auch wirklich die Umsetzung, die ich jeden Tag im Kleinen machen kann und dann mit den Seniorinnen im Großen. Wir haben ja mit dem Urteil haben wir weltweite Bekanntheit bekommen und das Urteil hat sich auf sehr viele Gerichte niedergeschlagen, auf Juristen, die damit arbeiten, also weniger in der Schweiz, aber in Europa und weltweit. Wir bekommen laufend Rückmeldungen dazu. Für mich ist es schon auch, wir können etwas verändern, aber auch wirklich das Gefühl, wir müssen. Es gibt keine andere Möglichkeit, als etwas zu ändern. Gleichzeitig kann ich mir eine Welt vorstellen, die voller Fürsorge ist und in der Menschen alles haben, was sie brauchen, um ein gutes Leben, in Anführungszeichen, um Maya Göppel zu zitieren, zu führen. Und diese Welt wäre sehr schön. Und für die lohnt es sich für mich einzustehen. Und ich mag auch sehr gerne kämpfen. Ich habe Lust. Ich habe Lust, einfach auch etwas zu tun und auch ein bisschen gegen den Strom Dinge zu tun. Und das gibt mir auf jeden Fall auch Energie oder zieht mich auch in den Aktivismus rein. Eine große Frage, die ich immer mit mir herumtrage, ist Kunst und Aktivismus. Was hat es miteinander zu tun? Was kann es voneinander lernen? Wie kann es verschmelzen? Das ist auch die Frage, die uns sozusagen das Tanzhaus auf den Weg gegeben hat mit dieser Reihe. Und ich habe dazu zwiespältige Gefühle und ich glaube, du auch. Und vielleicht magst du ein bisschen darüber reden, was du denkst, was Kunst und Aktivismus verbindet oder was es voneinander lernen kann. Also ich habe mir das überlegt. Wir haben hier eine ganz große Beharrlichkeit gezeigt mit den 9 Jahren. Ja. Und die Kunst kann von der Beharrlichkeit lernen. Und wir können von der Kunst lernen, dass wir aufmerksamer werden, wo gibt es zum Beispiel Theaterstücke über Klimathemen. Zum Beispiel vor 22 war in der Winkelwiese ein Stück von und mit Sabine Habecke, schmelzende Gletscher oder flüchtiges Eis. Und das war sehr erfolgreich und dann verschwindet so etwas wieder. Man müsste mehr dranbleiben. Das habe ich mir noch notiert. Ich kann sonst noch was sagen zur Beharrlichkeit, ja. Weil als du das gesagt hast, ich glaube auch, dass Aktivismus, vor allem weil es eigentlich oft unbezahlte Arbeit ist, eine andere Art von Beharrlichkeit braucht und gleichzeitig sind KünstlerInnen im Umfeld die beharrlichsten Menschen auf der Welt, um überhaupt eine Karriere hinzukriegen und genug Geld zu verdienen. Und ich finde das noch interessant, es ist wie so vollkommen, ich glaube, wir könnten viel von diesem Dranbleiben lernen vom Aktivismus und gleichzeitig haben wir schon auf anderen Ebenen auch schon, dieses Dranbleiben ist extrem verankert. Ich habe mir noch überlegt, dass es Bilder braucht für Visionen. Viele Transformationen in der neuen Geschichte waren zuerst Visionen, die verlacht wurden.
Und da habe ich gedacht, ja, wir wurden auch zuerst ausgelacht. Ja, was wollen denn die alten Damen? Und wir haben das ausgehalten. Ja, und ich fand es auch spannend, weil ich habe dich gefragt, was findest du von Dystopien und Utopien? Und du warst so, nein, Dystopien, das braucht es überhaupt nicht. Es braucht einfach Visionen, mit denen man dann arbeiten kann oder so. Das fand ich sehr spannend. Eine Form von Übersetzungsleistung, die die Kunst macht, von einem Thema in Bilder oder Bewegungen, die dann irgendwie nochmal anders greifbar oder erfahrbar werden. Für mich ist das so eine der Hauptaufgaben der Kunst und wo es auch oft so in die politischen Räume eingreifen kann oder Dinge aufgreifen kann. Da kommt mir das Zitat von Cyril Herrmann in den Sinn. Er hat gesagt, Kunst hat mehr Freiheit, mehr Möglichkeiten im politischen Raum. Das ist das, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja, genau. Ich denke auch da, ich meine, die Freiheiten sind halt andere, aber es ist auf jeden Fall ein anderer Rahmen und darin können ja auch ein Kunstpublikum kann Dinge auf eine andere Weise aufnehmen, als wenn ich auf der Straße bin und eine Demonstration mache oder so. Ich glaube auch, dass wie etwas, was mich interessiert, ist auch das Gleiche immer wieder anders erzählen. Ich glaube, wir sind schon lange nicht mehr an dem Punkt, wo wir so irgendwie bahnbrechend erzählen, dass es die Klimakrise gibt zum Beispiel, aber dass wir schon immer wieder auf eine andere Weise, auch mit zum Beispiel so einem Gespräch, wie wir es jetzt führen, wie so nochmal eine andere Seite davon beleuchten können oder nochmal anders weiterdenken können daran und wenn wir weiterdenken, dann vielleicht auch weiter handeln können. Ich habe noch zu diesem zwiespältigen Verhältnis, was ich habe zu Kunst und Aktivismus, in mir selber drin, ist es verbunden, weil ich beides mache. Und das für mich schon auch, ich habe eine klare Entscheidung gemacht, das zu trennen in meinem Leben und trotzdem greift es dann immer wieder ineinander über. Und ich glaube, es hat extrem viel damit zu tun, dass das eine ein Arbeitsverhältnis ist und das andere nicht. Und ich glaube, da finde ich es sehr schwierig, das wirklich zu verbinden, so für mich. Und gleichzeitig treffe ich ganz viele Leute, die beides machen. Also denke ich, ist es auch sehr präsent, dass Kunst und Aktivismus sowieso schon oft sich treffen in den Menschen, die beides tun. So sehe ich irgendwo diese Verbindung. Für mich ist dann, wie so eine nächste Frage ist, was ist die Rolle von Kreativität im Kampf gegen die Klimakrise? Kreativität ist natürlich in vielen Feldern und nicht nur in der Kunst, aber die Kunst kann vielleicht da besonders viel machen damit oder hat da besondere Übung? Magst du ein bisschen was sagen zu Kreativität und den Klimaseniorinnen? Also ich kann etwas zur Klimajugend sagen. Die hatten kreative Ideen, nach meiner Ansicht, so mit ihren Sprüchen. Gottfried Stutz, jetzt Klimaschutz. Streik in der Schule, Streik in der Fabrik, das ist unsere Antwort auf die Politik. Ja. Zum Beispiel. Unsere Kreativität, also wir nehmen die Ideen von, wir müssen ja in dem Rahmen von der Justiz bleiben. Also mussten wir jetzt die ganzen Jahre, wir durften nicht auffallen irgendwie, das war eigentlich wie ein Schwert, das über uns hing, wir durften diese Klage nicht gefährden und deshalb waren wir auch sehr eigentlich angepasst, haben dort, wo die Möglichkeit war, waren wir aktiv, haben uns gezeigt, wir konnten an Demos gehen, das war kein Problem. Ich habe das auch so, dass ich uns nicht so sehr kreativ beurteile. Also, dass wir so nach außen treten mit irgendwelchen großen Aktionen. Aber es hat einige Mitglieder da von der neu gegründeten Regionalgruppe Zürich. Und ich merke, da kommen so viele kreative Ideen. Und da werdet ihr in Zürich noch einiges hören und erleben. Ich freue mich sehr darauf. Ganz am Anfang hatte ich mal die Idee, dass wir als alte Frauen im Rollstuhl den Flughafen sperren. Aber es hat keinen Anklang gefunden. Aber einfach das Bild muss man sich vorstellen. Ich bin einmal mitgewandert gegen das WEF nach Davos. Da gab es die Klimaclowns. Und das waren 3 Menschen, die einfach
während der ganzen Wanderung performt haben als Clown-Trio. Und die hatten dann auch immer ganz tolle Interaktionen mit der Polizei, weil die dann nicht auf Konfrontation, aber einfach auf seltsame Verhaltensweisen ganz irgendwie, ja, ich weiß nicht, und dann irgendwie ablenken und so. Und das fand ich zum Beispiel ein sehr, sehr tolles Beispiel von kreativen so Aktionen. Wir haben auch eine Slow-Motion-Straßenüberquerung gemacht. Dann haben wir uns einfach alle entschieden, dass wir so langsam, wir können halt leider wirklich nicht schneller gehen, es tut uns leid. Und sind dann extrem langsam über die Straße und haben so dann ungefähr eine halbe Stunde die Straße blockiert. Und das fand ich auch so einfach eine tolle Verschränkung von Performance, weil es sich wirklich anfühlt für mich als Performerin, als wäre ich in einer Performance. Und gleichzeitig kommen die Polizeipersonen auf einem zu und fragen, ja, können Sie bitte ein bisschen... Und wir sind einfach alle so, ja, es tut uns leid, wir tun unser Bestes, wir sind schon lange am Wandern. Das fand ich ein sehr tolles Beispiel dafür noch. Und euer Film, finde ich, ist auch... Also ja, der muss unbedingt auch in diese Reihe von Kreativität. Noch einmal, Troschot nächsten Sonntag. Ja, ich glaube, das Zitat von Maya Göppel finde ich schon auch relevant. Auch wenn es ein bisschen, also ich glaube, es ist wie so ein bisschen, es liegt auf der Hand, dass die Vorstellungskraft spielt eine ganz bedeutende Rolle. Erst wenn wir uns etwas vorstellen können, können wir danach Worte und Zahlen erarbeiten, um es kommunizierbar zu machen. Und ich glaube so, klar, simpel, aber irgendwie, wenn wir uns halt eine andere Welt vorstellen können, dann können wir auch nächste Schritte erfinden, um da irgendwie hinzukommen. Also ich finde es sehr spannend, so andere Formen von Aktionen zu sammeln und dann auch umzusetzen. Das einfach so als Teaser für, wenn ihr coole Ideen habt für so semi-politische oder sehr politische Aktionen, dann ja, denkt jetzt schon mal darüber nach und dann können wir das nachher, dann könnt ihr das einfließen lassen. Das fände ich cool. Wirklich darum geht, dass Kunst auch Themen verschränken kann, die sonst nicht verschränkt sind. Zum Beispiel bei De-Domestication werden queere und Trans-Liberation-Bewegungen verknüpft mit der Ausbeutung von Soja. Und irgendwie, ich denke, dass die Kunst da auch wie nochmal so, dass man so kreative Verbindungen legen kann oder so Verschränkungen zwischen Themen, die sonst nicht verbunden sind. Ich glaube auch, es braucht ein bisschen Kreativität, um zu sagen, worauf sollen wir klagen? Ah ja, kleine Kinder geht nicht. Alte Frauen, doch, und dann das zu machen. Also so, da denke ich, gibt es schon so dieses Verknüpfen und Verbinden von Dingen, die vielleicht nicht so naheliegend sind. Das finde ich schon auch noch eine wichtige Rolle von Kunst und Aktivismus oder Kreativität im Aktivismus. Ja. Wollte ich noch darauf zu sprechen kommen, was für eine Rolle der Körper im Kampf gegen die Klimakrise spielen kann. Mir kommt dabei eine Szene in den Sinn aus dem Buch von Kim Stanley Robinson, Ministerium für die Zukunft, wo es eine Hitzewelle gibt in Indien und dieser Mensch, sozusagen die Erzählfigur, wird wach in dem See, in den alle gestiegen sind, um sich abzukühlen und ist die einzige Person in diesem See, gefüllt mit Menschen, der noch lebt. Und wo so, wie so für mich ist einfach ein extrem körperliches Bild und wo ich so das Gefühl habe, auch so, wo so gezeigt wird, wie der Körper, in dem wir alle leben, unsere Körper, auch das wie angebunden ist an unsere Umgebung. Und wenn unsere Umgebung unsere Körper nicht mehr am Leben halten kann, dann, also wieso da sehe ich eine ganz klare Verbindung und kann das wieso auch an mir spüren. Und ich glaube, da seid ihr auch mit den Klimaseniorinnen irgendwie ähnlich unterwegs. Also unser Körper ist ja die Grundlage unserer Klage. Ohne unsere alten Körper, die in den Hitzewellen sehr angegriffen werden, hätten wir die Klage gar nicht machen können. Das ist das eine, wo mir zum Körper einfällt. Und dann natürlich die Menschen, die sich auf die Straße geklebt haben, die haben ja auch ihren Körper benutzt, um den Verkehr zu stoppen. Ja, so zivilen Ungehorsam ist natürlich auch eine extrem körperliche Sache, für alle, die Lust haben, auch da mehr zu machen. Also
Also was ich noch spannend finde, bei dem einen Stück, das wir gesehen haben, bei Making a Sullen Roar, hast du nachher gesagt, du hättest es am ganzen Körper gespürt. Und das finde ich irgendwie auch noch, wie vielleicht was dann wieder Kunst machen kann, ist auch etwas fühlbar machen, wirklich am Körper fühlbar machen, das sonst vielleicht nicht so greifbar ist. Weil die Klimakrise ist einfach oft im Alltag noch nicht so greifbar. Also zum Glück, aber auch, genau. Also, und ich glaube, das kann es halt auch machen, dass Kunst da dann so über den Körper uns ins Bewegen bringen kann. Also ich muss vielleicht zu dem Theaterstück etwas sagen. Das war ein Tanzstück, überhaupt ohne Musik. Und die Tänzer und Tänzerinnen mussten sich extrem konzentrieren und haben die Bewegung langsam oder schnell gemacht, aber so intensiv, dass ich auf meinem Platz das gespürt habe, wie sich die bewegen. Das war sehr stark. Und auch, also es ist ein Kollektiv von Tänzerinnen, die, ich weiß nicht genau die Alter, aber die so um 60 Jahre sind, was auch nicht oft sichtbar ist und vielleicht auch nochmal anders, ein anderes Gefühl im Körper auslösen kann oder nochmal anders berührt oder so. Ja. Das kann es sehr empfehlen, falls sie die Chance hat. Kollektiv Dance Me to the End. Sie sind auch Komplizinnen hier am Tanzhaus. Dann würde ich, glaube ich, zum nächsten Thema gehen, und zwar zu den Generationen. Also wir sitzen ja hier, es ist offensichtlich, ich bin jünger, du bist älter, und die Klimakrise hat ja auch eine Art zeitliche Dimension, und deswegen würde ich gerne sprechen darüber, was unsere unterschiedlichen Perspektiven auf die Zukunft sind. Und wenn du anfangen magst, dann skippe ich hier durch die Präsentation nach vorne ein bisschen. Ich mache mir natürlich viel Gedanken über meine Kinder, über meine Enkel, und das ist ein Hauptmotiv, das mich antreibt, dass ich so aktiv werde, so viel wie möglich zu tun, um etwas zu verbessern. Ja, super klar. Ich glaube, auch für mich ist so diese Zukunft und zukünftige Generationen etwas, das ich finde das recht abstrakt, darüber nachzudenken. Und wenn du dann aber sagst, meine Enkel oder ich habe eine Nichte, dann wird es plötzlich konkreter, weil dann stelle ich mir vor, okay, diese Person ist jetzt so und so alt, und in welcher Zeit ist die Person dann so alt wie ich? Und dann wird es ein bisschen konkreter. Das finde ich auch, irgendwie hilft mir das auf jeden Fall, das Abstrakte daran ein bisschen wegzukriegen. Was sicher anders ist zwischen uns, ist, dass ich gerne eine Familie hätte oder auf jeden Fall ein Kind. Und das schon nicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich es machen werde. Und das hat mit dem Klima unter anderem zu tun und mit Faschismus und so weiter. Aber genau, also ich glaube, da ist wie so auch ein Zukunftsdenken auf jeden Fall präsent, und wo ich mir dann auch überlege, okay, wird dieses Kind dann noch ein Kind haben können? Oder ist es dann ganz vorbei? Und das finde ich so beim Zukunftsdenken schon noch irgendwie spannend. Und ich glaube, es geht auch vielen Menschen in meinem Alter ein bisschen so. Was ich noch spannend finde, vielleicht auch, wenn ihr dazu nachher Gedanken habt, ist so, dass ich denke, so Zukunft ist so ein lineares Verständnis von, wir sind jetzt hier, es ist heute und dann gibt es die Zukunft. Und ich glaube aber, das, was wir heute machen, das ist dann wie so auch wieder jetzt irgendwann und dann später wieder jetzt und eigentlich wie so vielleicht mehr so ein Kreis sein könnte. So dass das, was wir jetzt tun, dann morgen auch ist, und dann geht es wieder von vorne los und dann ist wieder heute und dann morgen und dann, genau, dass es irgendwie so mehr so ein Kreislauf ist. Vielleicht, wenn Leute dazu theoretische Gedanken haben, die mehr ausformuliert sind als meine, dann würde mich das sehr interessieren. Aber daran bin ich am Rumdenken auf jeden Fall mit dem Begriff Zukunft. Ich finde, das ist so in eine Richtung, das finde ich ein bisschen eindimensional. Wenn wir jetzt so über Generationen reden, ich glaube, es ist auch spannend, die letzten 10 Jahre, es hat sich sehr viel verändert in der Klimabewegung und in wie es wahrgenommen wird. Magst du ein bisschen erzählen, weil es eure Klage, die Klimaseniorin gibt es auch seit 10 Jahren.
oder seit 9 auf jeden Fall. Und wie so ein bisschen so, was du wahrnimmst, was sich verändert hat. Also ich erinnere mich, 2016 war kaum ein Thema in der Zeitung, das das Klima betroffen hat. Vielleicht einmal in der Woche. Und wenn wir heute die Zeitung aufschlagen, hat es ja Seiten drin, wo das Thema Klima betreffen. Aber noch etwas anderes, das mir aufgefallen ist. Meine Enkel, die sind jetzt beide erwachsen, 20 und 23. Und vor 10 Jahren waren sie 12, 13 und die haben mit mir Plakate gemalt für die Demos. Und wenn ich heute meinen jüngeren Enkel frage, kommst du mit an die Klimademo? Oh, ich habe keine Zeit, weißt du? Und ich weiß, den Grund weiß ich nicht, ich kann nur fantasieren, also das ist natürlich etwas, was ihnen Angst macht. Ich habe ihn mal gefragt, wie siehst du denn dein Leben, wenn du 30 Jahre alt bist? Er konnte mir keine Antwort geben. Vor 2 Wochen war ich an der allgemeinen Berufsschule, also wo alle Berufsschüler, Lehrlinge Schule haben für den allgemeinbildenden Unterricht. Und die hatten ihre Nachhaltigkeitswoche und jede Klasse hat den Film Trochot gesehen und nachher haben sie sich im Saal versammelt und ich war jeweils dort mit der Rektorin, sie hat moderiert und hat mich befragt und die Schüler haben vor allem gefragt. Es war ziemlich schwierig. Sie haben das auch ausgesprochen. Ihr habt so gut gelebt und wir sollen das jetzt ausbaden. Ich habe gesehen, die ganze Last liegt auf ihren Schultern und sie können ja nicht ausweichen. Also bis jetzt, sie wollen noch natürlich tanzen gehen und ich habe gesagt, macht das, aber überlegt euch das Maß. Ihr könnt ja ganz viel wirklich noch tun. Ihr könnt auch euch überlegen, was ihr fürs Klima macht. Das war für mich eine sehr, sehr intensive Erfahrung mit den Klassen. Und das gehört ja auch hier rein. Also hast du ja auch das Gefühl, dass es so auch eine gewisse Wut oder so ein Gefühl von Schuldzuweisung oder? Also das mit dem einen Votum natürlich, ihr habt so gut gelebt, ihr habt das jetzt so uns hinterlassen. Ihr hinterlässt es uns so. Einer hat mich gefragt, wo kaufen Sie Ihre Kleider? Also so ganz direkte Fragen. Und sie haben mich ja nach meinen Enkeln gefragt und so. Ja, also das betrifft unbedingt die Klimadiskussion. Ja. Und es geht weiter. Also das finde ich noch sehr ermutigend. Wir hatten nachher noch ein kleines Interview mit einer Lehrerin und einer Schülerin und mir. Und mit dieser Schülerin haben wir die Telefonnummern ausgetauscht und wir werden uns wieder treffen. Und habe ich auch einen Gedanke mit der Regionalgruppe. Aber das ist noch nicht ausgesprochen. Aber also so, dass das weitergeht und dass man ihnen auch Wege zeigen kann, was sie machen können. Also sie müssen ja etwas machen, aber was können wir machen? Ja. Ich komme dann mit meinem berühmten Beispiel, stellt das Wasser ab, wenn ihr die Zähne putzt. Alle lachen. Dann sage ich, wenn man das jeden Tag macht und dann denkt man jeden Tag dran, es hat wenig Wasser. Und dann habe ich das Beispiel erzählt von Amerika, von dem Gürtel von Kanada bis Mexiko, bis Texas, wo sehr intensive Landwirtschaft angepflanzt wird, viele Pflanzen, wo Wasser brauchen. Und das Wasser wird aus dem Grundwasser genommen und das ist inzwischen so gesunken, dass sich die Erdachse bewegt hat. Das ist ja so kolossal, der Moment. Ich habe das schriftlich hier, weil das kann ich nicht erfinden, so etwas. Und ich habe Ihnen das erzählt, das hängt mit eurem Wasser beim Zähneputzen zusammen. Badwasser, also sind so kleine Anregungen. Ich glaube, wir sind auch schon fast ein bisschen da bei diesem so persönliche Verantwortung versus, wir haben es dann am Schluss staatliche und institutionelle Verantwortung genannt. Genau, also was du jetzt gerade ansprichst mit dem Wasser ist ja so, okay, ich als Person mache das und das hat dann Auswirkungen. Wir haben auch darüber gesprochen, so
Das ist auch immer eine Konversation, die ich habe mit den Menschen. Sobald es ums Klima geht, geht es auch darum, ja, was bringt es, wenn ich etwas tue, einfach ich alleine. Und ich verstehe die Frage sehr, sehr gut. Und genau, vielleicht das Wasser abstellen beim Zähneputzen wäre so ein Beispiel von, ja, das kann man tun, wenn man möchte. Magst du dazu noch ein bisschen was sagen zu deinen Gedanken? Der Unterschied persönliche und staatliche oder institutionelle Verantwortung. Also für mich ist klar, das Auto habe ich nicht mehr, ich pflege nicht mehr. Wenn man die ganze Verantwortung auf den Staat abschiebt, das ist zu bequem und zu einfach. Das geht nicht. Also wir müssen selber etwas tun. Das ist meine Überzeugung. Ja, ich denke auch so, was du auch gesagt hast und was ich auch gesagt habe, ist, dass das, was ich persönlich halt tun kann, auch mir Handlungsmacht gibt. Auch wenn es vielleicht im globalen Kontext nicht viel bringt, ist es wie so, das ist da, wo ich ansetzen kann und das mir das Gefühl gibt, dass ich irgendwie handeln kann. Und es gibt natürlich auch andere Ansätze, über die werden wir nachher sprechen, aber wieso? Ich glaube, es braucht beides. Und dass ich nicht einfach sagen kann, ja, es braucht nur große strukturelle Veränderungen und dann mache ich selber nichts mehr. Ich glaube, das bringt mir auf jeden Fall nichts, weil ich brauche eigentlich Handlungsmacht, um auch dran zu bleiben. So, ja. Da kommen wir dazu in den Sinn, dass der Vertreter der Schweiz an der Verhandlung gesagt hat, die Schweiz ist so klein, was kann die bewirken? Und das wurde vom Gericht sofort zurückgewiesen. Das Argument Drop in the Ocean gilt nicht. Jeder hat Verantwortung. Und wenn wir jetzt an eine Klimademo gehen oder jetzt am Helvetiaplatz zum 10-jährigen Bestehen von der Klimaabkommen, sind wir ganz wenig. Aber wir sind da. Also das macht mich so stark. Wenn ich dann sage, da niemand geht, da gehe ich auch nicht. Das wär hoffnungslos. Mhm. Ja, absolut. Ja. Ich sehe das auch so. Vielleicht habt ihr auch noch andere Gedanken, die ihr nachher teilen wollt. Du hast jetzt gerade schon hoffnungslos angesprochen. Damit würde ich doch zu unserem letzten Thema für heute kommen, zur Hoffnung. Oder wir haben es dann auch im Verlauf, habe ich es dann Kraft genannt, weil mich irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe ein ambivalentes Verhältnis zur Hoffnung. Ich fand es super spannend. Ich war an einer Vorlesung von der Republik vom Buch, als die Schweiz ins Schwitzen kam, von den Klimaseniorinnen. Und da hat eine Person gesagt, es gibt bequeme und unbequeme Hoffnung. Das fand ich mega nice. Das Gefühl von irgendwie Hoffnung, aber auf eine unbequeme Art. Also das hat mich irgendwie berührt. Und ich glaube, du hast da auch noch ähnliche Gedanken dazu. Finde ich sehr skeptisch bei dem Wort Hoffnung. Man kann ja sagen, ja, ich habe Hoffnung, die Technik wird schon machen oder der Staat wird schon machen. Und selber legt man die Hände in den Schoß und macht nichts. Das ist zerstörerisch, das finde ich ganz daneben. Joanna Macy, die leider verstorben ist dieses Jahr, die große amerikanische, war nicht eigentlich Klimawissenschaftlerin, aber Ethnologin und hat einfach sehr gute Bücher geschrieben. Eines, das heißt Hoffnung durch Handeln. Und sie wurde zu meiner Lehrmeisterin punkto Hoffnung, als sie sagt, etwas tun ist das Einzige. Toll fand war, was du mir erzählt hast von Cyril Hermanns, die Person, die den letzten Talk hier zusammen mit Sani gemacht hat. Er hat in dem Buch einen Satz, der ist, es gibt keine Hoffnung, es gibt nur Arbeit. Das finde ich auch ganz gut, so zu diesem Thema. Hast du sonst noch was zur Hoffnung, dass du loswerden möchtest? Ein Zitat von der Maya Göbel, das mir auch sehr, sehr eingefahren ist. Sie sagt, wir schaffen jeden Tag wieder etwas Zukunft mit den Dingen, die wir heute tun. Wir schaffen jeden Tag etwas Zukunft mit den Dingen, die wir heute tun. Ich finde das so einfach und so genial. Das macht mir große Hoffnung. Und aus der Glücksforschung weiß man ja, wenn man für andere, also wenn man zum Beispiel für die Umwelt etwas tut, dann geht es einem selber besser. Und das merke ich, seit ich so aktiv bin, geht es mir besser. Ja, ich finde das noch spannend, weil also, es kommt dann auch darauf an, was du heute tust. Also du kannst heute auch was tun, was dann morgen eine in meiner Perspektive schlechtere Welt hinterlässt. Und ich glaube, das finde ich irgendwie
es gibt schon auch Hoffnung, aber es ist auch wie so ein Zeigen von, was du tust. Ja, das verändert dann auch was, auch wenn auf ganz kleiner Ebene. Genau, ich glaube jetzt so, bevor wir dann zu euren Fragen kommen, vielleicht noch ein paar wenige Gedanken von uns dazu, wie wir ins Handeln kommen können und wo wir am besten ansetzen. Und danach würde ich dann vorschlagen, dass ihr, falls ihr Ideen habt, wie man ins Handeln kommen kann oder wo wir am besten ansetzen, dass wir dann da noch ein bisschen weitersprechen können. Und ihr könnt natürlich auch noch Fragen stellen gleich. Wie denkst du, dass wir am besten ins Handeln kommen? Also wir haben ja mit der Klage haben wir ja viel gewonnen, aber da braucht es große Voraussetzungen, es braucht sehr gute Juristinnen und es braucht viel Geld. Aber wir haben es möglich gemacht, oder Greenpeace hat es ermöglicht. Dann an Demos gehen, auch wenn nur 50 da sind, gehen und politische Aktionen. Also das hört man ja immer wieder, auch gehen, sich zeigen, aktiv werden. Aber auch ganz kleine alltägliche Dinge, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Es ist wirklich sinnvoll. Ja, ich glaube, was ich auch noch spannend finde, ist, du hast jetzt gar nicht viel darüber geredet, wie es weitergeht mit dem Urteil. Und die Umsetzung ist im Moment noch offen, ob das passiert. Trotzdem, also der rechtliche Weg, den ihr beschritten habt, hat trotzdem sehr viel bewirkt, so in der Art, wie nur schon wie ältere Frauen wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit. Also auch wenn es nicht zu dem Effekt kommt, den ihr euch gewünscht habt, also die Umsetzung des Urteils, auch was rechtlich zusteht. Es wird noch kommen. Es wird kommen, genau. Aber wieso Stand heute? Müsst ihr weiterkämpfen? Also die ganz aktuelle Situation ist so, dass ja die Schweiz den Auftrag bekommen hat vom Ministerrat, vom Ministerkomitee, vom Europarat, dass sie ein Gremium zusammenstellt mit Menschen, die die Klimatätigkeit vom Bundesrat und vom Parlament begutachten oder kontrollieren sogar. Wir sind natürlich sehr gespannt, was das für Menschen sind, die da berufen werden, und wir werden auch Mitsprache anmelden. Das ist das eine, wo ich drüber reden kann. Ein anderer Gedanke, wo wir jetzt nächste Woche eine große Sitzung haben, da kann ich noch nicht so viel darüber sagen. Da ist auch die Juristin involviert und Aktionen am Europarat selber in Straßburg, also nicht am Gericht, sondern am Europarat. Also wir bleiben da dran, das ist auf jeden Fall klar. Genau, also das sind auf jeden Fall auch konkrete Dinge, die ihr tut und wo Leute auch eben UnterstützerInnen werden können oder sich, falls ihr Seniorinnen seid, auch der Sache euch hinzufügen könnt. Genau. Und ich glaube, es gibt noch viele andere Ideen, was wir so tun können. Wir können künstlerische Projekte machen zu verschiedenen Themen. Und auch, ich glaube, auch parteipolitisch und wählen und in Gewerkschaften gehen können gute Ideen sein, je nachdem, für was für eine Person du bist. Das habe ich den Jungen gesagt, geht abstimmen, sonst werden immer nur kommt zur Abstimmung, was die Alten wollen. Ja, und die Gesellschaft altert auch, das heißt, wir haben dann genau immer die Balance geht immer noch weiter dann. Ich würde eigentlich gerne jetzt den Raum öffnen für eure Fragen oder Gedanken. Katja steht da mit einem Mikrofon. Wie am Anfang gesagt, wenn ihr eure Stimme nicht drauf haben wollt, könnt ihr es einfach beim Neben kurz sagen. Ihr kriegt auch ein bisschen Licht, damit ihr so euch gegenseitig sehen könnt und dass wir auch euch sehen können. Eben, und ich glaube, also uns interessieren Fragen, aber eben auch Ideen. Und genau, wenn es gute Ideen sind, dann schreiben wir sie auf. Falls eine Person, ja, danke, super.
Vielen Dank erstmal fürs Gespräch. Ich fand es sehr spannend, war immer zwischen bereit und schlaffer Position zum entspannt zuhören können. Mich würde vor allem die Zugehörigkeit interessieren. Ich finde, ich tanze auch selber sehr viel und war noch nie in einer Tanzstunde oder Kollektiv, wo ich fand, während dem Tanzen gehöre ich nicht dazu. Ich finde, das Tanzen für mich persönlich fördert sehr die Zugehörigkeit und ich finde, das fehlt viel in der Klimadebatte, weil es dann immer die KlimaaktivistInnen versus die Autofahrer sind oder KlimaaktivistInnen gegen die VielfliegerInnen. Und ich finde, diese Perspektive in Sachen Tanz, aber auch, weil Sie es angesprochen haben, dass Sie immer diese Zugehörigkeit auch im Verein gespürt haben, würde ich gern von euch beiden quasi hören. Oder willst du anfangen? Oder? Also dazu kommt mir in den Sinn, dass ich auch viel geraten habe. Tut euch zusammen, macht kleine Gruppen, da seid ihr stärker, da könnt ihr etwas bewirken. Weil ich sehe die Klüfte zwischen den Menschen. Und die kann ich nicht überbrücken, wenn ich sie anspreche. Ich habe nur mal gesagt, ich sei Klimaseniorin, dann darfst du nicht mehr fliegen und nicht mehr. Das war die erste Reaktion. Da komme ich nicht weiter. Oder Klimaleugnerinnen, das ist ja auch ein breites Thema. Da lasse ich mich auf keine Diskussion ein. Da vergeude ich Energie. Danke. Ja, ich finde es ein super spannendes Thema. Ich glaube, sobald es um etwas geht, was mein Leben wirklich beeinflusst, also wenn ich spreche über Feminizide zum Beispiel oder so, dann habe ich eine andere Spannung im Körper und ich kann weniger gut mich einlassen auf eine sachliche Diskussion. Das Gefühl im Körper, was ich bei diesem Thema zum Beispiel bekomme, dann so loszulassen und irgendwie mit einer Person darüber zu sprechen oder so. Genau, also wenn es mich wirklich was angeht, dann finde ich das schwieriger und ich habe das Gefühl, was wie so im Tanz auch oft passiert ist, dass man es nicht so explizit aussprechen muss oder dass es so ganz explizit ist und deswegen kann ich auch wie so ein bisschen mehr in dieser Grauzone leben und ein bisschen näher auf Menschen zugehen. Und sobald ich wie so irgendwo bin in einem politischen Raum und es geht um dieses Thema und es geht darum, Stellung zu nehmen, es geht darum, sich zu positionieren, dann, ich merke jetzt schon beim Reden, es wird hart, es wird irgendwie so super spannend ist, so in diesem Grauzonenbereich sich auch reinzugeben, aber dafür braucht es auch einen sicheren Rahmen. Also ich habe auch keine Lust, mit Menschen über etwas zu diskutieren, das irgendwie für mich klar gegen Menschenrechte geht oder so. Genau, das finde ich, ja. Mein Name ist Dodo Schneider und ich bin ganz frisch auch bei den Klimaseniorinnen, relativ frisch. Und ich bin dort in der Arbeitsgruppe Kunst und Natur. Und die hat sich noch nicht gefunden und das war aber auch ein Aufhänger, warum ich jetzt heute hierher gekommen bin. Weil ich selber bin Gestalterin, ich mache nicht Kunst in dem Sinn, aber ich habe gedacht, das könnte sehr, sehr fruchtbar sein und ihr habt jetzt viele Ansätze gegeben, finde ich. Also ich finde jetzt gerade auch Tanz oder Performance, wo eigentlich gar kein Material braucht, außer den Körper, den man ja mitbringt und die Stimme und es nicht nochmal Materialwust irgendwie gibt, oder? Finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz, um daran weiterzuarbeiten, finde ich. Ich habe auch schon bei so Aktionen mitgemacht, auch auf dem Flughafen mit einer anderen Gruppe, wo wir mit Koffern, einfach Koffer haben wir beschriftet mit so, überleg dir gut, warum du fliegst, es ist teuer fürs Klima oder es schadet deinen Kindern oder irgendwas, also auf Englisch, auf Deutsch, lustig und ernst und alles. Und dann sind wir auch dort einfach herumgelaufen durch die Passagiere, oder, die dann halt große Augen gemacht haben, was wir dazu, ja, was wir da schreiben, was wir da herumführen und so. Genau, und dann kam auch dann nach einer halben Stunde die Aufsicht und hat uns weggeschickt und sowas alles, aber
trotzdem hat man gemerkt, dass die Leute ja ganz anders darauf reagieren, als wenn man einfach ein Transparent hochhält oder wenn man an Demos geht. Und ich war auch schon an anderen, also bei so einer Performance dabei, wo der Verbrennungsmotor beerdigt worden ist. Das war so ein richtiger Trauerumzug am Limmatquai und man hat auch dann gemerkt, wir müssen gar keine Worte machen, groß oder Transparente hochhalten. Die Leute sind interessiert, weil sie ein Bild sehen, das sie irgendwo erkennen und es nimmt sie Wunder und so. Und das finde ich einfach, ich merke, das ist irgendwie ein großes Feld, wo man noch, also wo ich nicht bewandert bin und vielleicht noch niemand bewandert ist, aber wo ich sehr gern mithelfen würde. Und wer hat das organisiert? Weißt du noch, welche das Gruppen war das von Act Now. Ich habe da einfach einmal mitgemacht und das andere auf dem Flughafen, das sind einfach ein paar Freundinnen von mir. Wir haben so eine Klimakneipe, quasi Stammtisch, um Ideen zu spinnen oder um uns einfach gegenseitig aufzubauen oder ja, so. Also ich habe auch noch keine fertige Idee, aber ich bin sehr bereit, mitzuhelfen. Ja. Toll, danke. Sehr inspirierend. Habe ich auch gerade Lust, meinen Koffer zu packen. Ich bin auch eine Klimaseniorin und wir haben eigentlich uns erst als Regionalgruppe Zürich, glaube ich, im Mai das erste Mal gesehen, oder? Und an der zweiten Sitzung haben wir dann Gruppen gemacht und ich bin jetzt in der Gruppe Aktionen. Und als erstes haben wir Steine gesammelt aus Flüssen und so und haben mal 60 Steine zu viert rot angemalt und drauf geschrieben Trochot, vom Film her inspiriert, und sind mit einem Leiterwagen durch die Stadt Zürich und haben diese Steine an Plätzen hingelegt. Ich muss sagen, ich habe das erste Mal, dass ich wirklich politisch in einer Gruppe aktiv bin. Ich ging an jede Demos von den 1980er Jahren. Eigentlich war ich, und auch bei den Klimademos war ich immer als Einzelperson da. Und das war toll mit 10.000 jungen Leuten. Und jetzt bröckelt das so. Aber Gruppenzugehörigkeit war jetzt das Stichwort, wo ich dazugehöre. Das hat so Spaß gemacht. 4 graue Frauen, die rote Steine, wir haben den ganzen Tag gemalt und die beschriftet und dann die nächste Woche gingen wir das verteilen mit roten T-Shirts, auch schon Trochot drauf geschrieben. Und das hat mich aus meiner Hoffnungslosigkeit, die ich immer wieder, wenn ich mit Freundinnen spreche über die Situation von der Welt mit Diktatoren und Politikrechtsrutsch und unsere Bundesräte und Nationalräte und so weiter. Und das gibt mir einfach Frauen zu treffen, die einfach Pfeffer im Arsch haben. Und das hat mich derart energetisiert und es macht Spaß. Ich habe eine Idee, also jetzt eine mit Rollstühlen, vielleicht mal rund ums ganze Zentral und Krücken und so. Wir sind die alten Leute, also ich habe auch schon Gelenke, künstliche, und die eine muss auch jetzt ein Knie operieren. Also wir können mit diesen Krücken einfach mal überall über alle Fußgängerstreifen gehen oder ich denke an die Lichtsignale, die einfach meistens zu kurze Intervalle haben, wenn ich da nicht so gut zu Fuß bin. Ich habe auch eine Idee, dass wir im Sommer, wenn die Hitzeperiode wieder ist, dass wir wirklich Alarm durchgehen und sagen, am Donnerstag gehen wir von 12 bis 17 Uhr, belegen wir die Tram Nummer 11. Einfach, die steigen alle irgendwo ein, zu viert oder so. Wir stricken dort, wir machen Party und trinken etwas und hocken da in diesen gekühlten Trams und besetzen die. Weil es kann ja nicht jede in ihrer Wohnung eine Klimaanlage einkaufen. Das ist ein Birrenweg. Und das braucht nur Organisation und Leute, die mitmachen.
Und das ist noch ein bisschen harzig, aber wir werden das schon noch schaffen. Kunst, Ausdruck, ich finde das spannend, das ist so ein schöner Raum. Ich habe gedacht, da könnten wir noch zusammen etwas machen. Ich sticke, ich male. Wir haben so Freude gehabt jetzt an dem Plakatmalen auch. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch eine Skulptur mit Steinen machen oder sowas. Also das wäre noch schön mit Bewegung, Musik. Es gibt eine Gruppe, ich glaube Kunst, die sucht jetzt auch ein Lied, das wir dann alle zusammen singen können. Vielleicht auch mit Perkussion noch etwas. Ja, so sind wir dran. Aber ich wollte einfach sagen, uns allen, die jetzt da aktiv sind, jetzt sind wir schon 6 in dieser Gruppe, wir sind aber jetzt schon wieder am Suchen, dass wir unsere Kräfte einteilen. Also weil jetzt war so viel los, auch jetzt in der ETH oben haben wir Flyers und die Lesungen von dem Buch haben wir Flyers verteilt und so weiter. Vielleicht wird es jetzt etwas ruhiger um die Weihnachtszeit rum. Aber man merkt, ja, aber es macht einfach Spaß und das gibt Hoffnung, vielleicht nicht im Sinne, dass alles gut wird, aber es gibt eine bessere Lebensqualität, wenn ich etwas machen kann und nicht verzweifle. Ja, danke. Hallo, hi, ich bin Sunny. Danke für den schönen Talk und für die ganzen tollen Ideen. Das war sehr motivierend. Ich habe ein paar Gedanken zu der Frage von Verantwortung dem Staat gegenüber und auch der Eigenverantwortung, also das, was ihr vorher auch diskutiert habt. Ich denke, dass diese Eigenverantwortung wichtig ist oder auch dieser Care gegenüber meiner Umwelt und den Dingen, die ich benutze oder die mich benutzen und so weiter. Und die Menschen, die mich umgeben und genau. Also Eigenverantwortung ist schon wichtig, aber wir dürfen irgendwie auch nicht vergessen, dass Eigenverantwortung, also dieser ökologischer Footprint, dass das ja auch eine Erfindung von der Firma BP war zum Beispiel. Und dass sozusagen mit dieser Idee der Eigenverantwortung auch sehr viel auf den Consumer übertragen wurde und dass das ja einer sehr individuellen und kapitalistischen Logik wieder entspricht. Und ich glaube, dass auch dieser ganz starke Fokus auf diese Eigenverantwortung oder die Verantwortung des Consumers auch wieder eine Spaltung herstellt, nämlich insofern, dass sich dann Menschen vielleicht denken, ich fliege ja schon ab und zu und ich esse ja schon ab und zu das Fleisch, jetzt kann ich da bei der Klimabewegung nicht mitmachen. Wisst ihr, was ich meine? Und also ich denke, es ist beides wichtig, aber ich denke, gerade wenn es darum geht, Menschen zusammenzuholen oder auch Menschen zu mobilisieren, sich vielleicht bei Aktionen zu betätigen, dass man da vielleicht auch dann ein bisschen weggeht davon oder wisst ihr, was ich meine? Hey, voll. Also ich glaube, und ich glaube, da ist so ein bisschen eine Furcht manchmal da, dass Leute sagen, ich bin eh schon ein Lost Cause, weil ich ja sowieso gerne fliege oder gerne XYZ mache und deswegen werde ich mich jetzt gar nicht da betätigen oder so. Genau. Und also ich glaube, meine Frage ist auch eher so, wie können wir es schaffen, dass wir wieder mehr Menschen da mobilisieren und gemeinsam ja, ich glaube, für mich ist es wirklich so der Gedanke, dass das, was du tust, das reicht oder so. Also eben nicht auf die entmutigende Art von, ich fliege ja auch ab und zu, deswegen bin ich nicht zugehörig, sondern so, hey, du kannst einfach das machen, was du kannst und das ist schon, du bist eigentlich schon Teil der Bewegung. Ich meine es, glaube ich, eher so rum als andersrum. Und alle Aktionen, die ihr jetzt beschrieben habt, die bewegen sich nicht mehr auf der individuellen Ebene.
Also das ist für mich ganz klar, da müssen wir eigentlich, auf der individuellen Ebene ist eigentlich klar, was wir machen könnten und was wir auch alle tun oder eben nicht tun, glaube ich. Und das können wir einfach entscheiden in unserem Leben, glaube ich, je nachdem, wie unsere finanziellen, familiären Situationen sind oder so. Und dann alle Aktionen oder so, da habe ich das Gefühl, da können wir noch viel mehr erfinden oder auch viel weitergehen oder so. Aber ich glaube, für mich ist das so ein bisschen eine Baseline, dass wir irgendwie selber ein bisschen Dinge tun oder nicht tun können in unserem Leben. Und genau, mir gibt es dann das Gefühl, dass ich halt etwas tun kann, so im Alltag. Genau. Also das ist für mich ganz, ganz zentral, dass ich nicht moralisiere, dass ich nicht jemanden ausschließe, der sagt, ja, nächste Woche fliege ich da und dahin. Da würde ich nie sagen, das kann es nicht mehr fliegen. Einfach nicht. Und ich esse auch manchmal Fleisch. Ich akzeptiere das an mir. Ich weiß, dass ich nicht viel Fleisch esse, aber nicht moralisieren, das ist wie der Grundsatz. Ich möchte ja mit den Menschen in Kontakt bleiben. Genau, da wollte ich, glaube ich, auch kurz was dazu sagen. Also geht jetzt gar nicht unbedingt um Klima, aber es gibt ein sehr schönes Buch von Roxane Gay, und das heißt Bad Feminist. Da geht es mehr um feministische Blicke, aber was sie halt ganz zu Anfang des Buches sagt, ist: I'm a bad feminist, but it's better to be a bad feminist than no feminist at all. Und ich finde, das kann man genauso auf die Klimafrage auch anwenden. Also es ist besser, man ist vielleicht schlechte Klimaschützerin oder Schützer als gar nicht. Also das wollte ich nur kurz dazu beitragen. Ja, unbedingt. Ich habe auch den Jungen gesagt, ihr müsst genießen, ihr seid jung, es ist ja eure Jugend. Schaut einfach das Maß an. Aber sie haben schon darüber nachgedacht, was können wir noch machen. Und sie brauchen einen Freipass. Ich hatte jetzt gerade die Idee, man könnte eine Performance machen, um den ersten Schritt darzustellen. Den ersten Schritt, den jemand macht, um auch Klimaaktivistin zu werden. Oder Klimaschützerin zu werden. So. Genau. Ja. Von mir kommt jetzt auch nochmal eine Idee, weil ich habe eine Playlist, die heißt Climate Change. Da sind Lieder drauf wie It's Getting Hot in Here und 36 Grad und es wird noch heißer. Und ich fände ein Flashmob am Sechserlüterplatz noch sehr cool zu dieser Playlist. Vielleicht dazu können wir schon noch kurz die Idee, die von einigen Leuten, also Cyril, Sunny und ich, werden eine Protest Dance Group organisieren. Und genau, wir müssen noch gucken, in welcher Form. Das hat jetzt dann gibt erst ein erstes Treffen im Januar, aber auf jeden Fall auch so für Menschen, die gerne tanzen und auch aktivistisch unterwegs sind, um irgendwie so einen Ort zu bilden, wo wir solche Dinge machen können. Und ich finde It's Getting Hot in Here schon ein sehr passendes Lied auch, um vielleicht mal eine Choreografie darauf zu machen. Der nächste Satz vom Lied wissen wir auch und kann man ja auch was damit machen. Bin dabei. Ja, gut, ich glaube, dann würden wir jetzt hier mal schließen und vielen, vielen Dank. Ich mache hier noch das letzte Bild an, das ist vor dem Gerichtshof. Hinten ist der Gerichtshof. Sieht aus wie so Silos. Und ich danke euch ganz herzlich fürs Kommen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt oder Gedanken oder Ideen, dann kommt doch gerne einfach auf uns zu. Ich weiß nicht, wie lange du noch da bist, aber vielleicht noch ein Momentli. Ich reise eben, das möchte ich euch noch sagen, morgen haben wir eine Einladung, die Klimaseniorinnen, an den People's Court for Climate Trials. Das sind also Klägerinnen und Kläger aus der ganzen Welt, die sich zusammenfinden und ihre Klage vor Publikum vortragen, was sie gemacht haben und die Erfolge und so. Ich muss eben dann früh aufstehen. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank und bis später. Schönen Abend.